miteinander, ich muss gar nicht so schreien. Draussen ist leer, die Züge, die Verspätung haben, die werden noch ankommen und der Saal wird sich dann noch enorm füllen. Ich mache am Anfang einen kleinen Rückblick auf die letztjährige Veranstaltung. Ich habe 2 Zitate, die im Vorfeld der Veranstaltung gekommen sind. Ich zitiere: Ich finde es eine Frechheit, dass die Stiftung gegen die eigenen Geldgeber lobbyiert. Zitat Ende. Das zweite Zitat: Die Frage ist durchaus berechtigt, ob eine vom Kanton subventionierte Stiftung die Regierung und den Grossen Rat für die Finanzpolitik kritisieren darf. Ich kann das letzte Jahr nicht erzählen, aber ich finde, irgendwo eine Richtigstellung braucht schon. Erstens, Finanzen, Finanzmittel. Einfach, dass Sie das wissen. Die Mittel sind bei der Pro-Argovia 50-50 in etwa. Die Hälfte ist vom Kanton und die Hälfte ist von unseren Stifterinnen und Stiftern. Und diese Veranstaltung selbstverständlich wird von unseren Stiftern und Stifterinnen finanziert. Dass wir das einfach ganz klarstellen. Zweitens, der Begriff Kulturlobbying. Ich habe an der letzten Veranstaltung sehr viel gelernt, was Kulturlobbying ist. Der Begriff ist eigentlich auch stark negativ konnotiert. Und Lobbying heisst nicht gegen. Lobbying heisst für. Und zwar für die Aargauer Kultur. Und Lobbying heisst nicht, kritisieren, sondern Lobbying heisst informieren und einstehen. Informieren über und einstehen für die Aargauer Kultur. Das sind unsere Ziele und für das setzen wir uns ein. Auf der anderen Seite haben wir wirklich extrem viele positive Rückmeldungen gehabt auf die letzte Veranstaltung und die sind für uns irgendwie auch der Wegweiser gewesen. Und klar, wir sind auf dem richtigen Weg, wir fahren mit diesen Veranstaltungen, mit dieser Pro-Q-Veranstaltung weiter. Der Stiftungsrat ist da voll dahinter und hat gesagt, ja, das machen wir. Und darum sind wir heute da und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich der Pro-Argovia Stiftungsrat Steffi Kester, Judith Vögele, Claudius Fischer und Lukas Ränkli, die den heutigen Abend organisiert haben, herzlich danken. Dann jetzt noch andere Stiftungsräte hier, die habe ich alle so mit einem blauen Dings markiert, oder, dass Sie die sofort kennen. Wenn Sie irgendeine Rückmeldung gerade nachher nach der Veranstaltung geben, im Apero, gehen Sie also nach der Veranstaltung nicht gerade heim, sondern es gibt einen wunderbaren Apero und der tut uns gerade so wichtig. Weil bei der Apero entsteht vieles und vor allem entsteht vieles informell und das ist auch das Ziel von der heutigen und von der letzten Veranstaltung, dass wir Kulturorganisationen und Kulturschaffende eben miteinander vernetzen. Und jetzt komme ich zum Zweiten. Bei der letzten Veranstaltung hat es geheißen am Schluss, ja, Kulturlobbying ist schon recht und gut, aber wer soll es machen? Hey, Pro Argovia, macht da Bier da. Oh, los, hopp der Besen. Das ist eine relativ grosse Kiste und wir haben gesagt, okay, wir fangen mal mit dem an. Wir haben noch eine Steuergruppe gebildet und mit dieser Steuergruppe haben wir doch einiges entwickelt, haben einiges aufgeleistet, wir haben ein Konzept gemacht, wir haben Finanzierungsmöglichkeiten gewälzt und sind eigentlich da gut unterwegs und wir haben vor 10 Tagen den Kreis von dieser Steuergruppe erweitert, wir haben einen Workshop gemacht und sind jetzt weiter auf dem Weg. Und wenn ich jetzt würde sagen, wir sind dran, ist das eigentlich eine doofe Plattitüde. Wir arbeiten tatsächlich, wir entwickeln, wir konzipieren und wir wollen einfach die Katze heute, oder wir können die Katze heute noch nicht zum Sack auslassen, was wir genau machen. Sobald wir so weit sind, kommen wir zu euch wieder, können wir an die Öffentlichkeit und informieren, wie das Kulturnetzwerk klingt eigentlich viel sympathischer als Kulturlobby, wie das Kulturnetzwerk im Kanton Aargau könnte funktionieren. Und da muss ich auch das Dankeskärtchen für suchen. Ich möchte dieser Steuergruppe Oliver Dredge, Bruno Neue, Katrin Scholl, Steffi Kessler, Judith Vögele, Jürg Morgeneck, Fabian Frey und Rolf Kauer ganz herzlich danken. Und an dieser Stelle möchte ich auch der Presse ganz herzlich für die objektive Berichterstattung danken
oder wenigstens, wenn sie nicht ganz objektiv ist, für die wohlwollende Berichterstattung. Danke, und damit übergebe ich jetzt gerne Pius Knüsel. Und ich habe ihn am Anfang noch gefragt, wie soll ich dich vorstellen? Er hat gesagt, ja, du kannst sagen, ich bin schon auf der Beide-Seite gewesen, ich bin schon Gesuchsteller gewesen und bist auf der Geldgeberseite gewesen. Der Pius Knüsel ist Direktor von der Volkshochschule Zürich und er ist Direktor gewesen von der Pro-Helvetia. Und jetzt übergebe ich dir gerne das Wort. Danke, Erich. Ganz leicht verkehrt, ich hoffe, ich mache nicht allzu viel komische Geräusche. In der Hinsicht und der Nachteil, also herzlich willkommen ist von meiner Seite, der Nachteil von einem Kino ist, dass er keine Hinterbühne und es hat auch keine wirkliche Seitenbühne. Darum stehen unsere 4 Gäste so gescheit bestellt und nicht abgekocht. Ich tue einfach die Seite doch einfach mal abholen. Ja. So, also, herzlich willkommen. Ist natürlich auch schön zu hören, dass die letztjährige Runde irgendwie Spuren hinterlässt oder Folgen hat, dass sich etwas tut. Das ist ja eigentlich der Zweck von der ganzen Übung, dass etwas passiert. Und zwar nicht wieder die anderen Serien, dann wieso mache ich es nicht und wieso läuft nichts, sondern das nicht. Und das ist, glaube ich, der, der Kulturszene ganz besonders betrifft, dass man das Schicksal in die eigene Hand nimmt. Das ist ganz wichtig. Und es ist eigentlich auf eine Art auch die Ausgangslage vom heutigen Abend. Wir haben heute keine Politiker auf der Bühne, wir haben zwar 1, 2 Leute, die aus der staatlichen Kulturförderung sind hier unter uns, aber wir haben extra keine vorne, weil er kommt nicht. Dann bin ich am Freitag schon in Lenzburg gewesen, von wegen der Presse. Also, ich hoffe, dass alle Journalisten mit 3 Tagen eingeschlossen werden. Aber wenn ich die Eröffnung erlebe vom neuen Stadtverhaus und die wunderbare Ausstellung kriege, dann muss ich sagen, was ist eigentlich das Problem? Über was wollen wir heute Abend noch reden, wenn sich der Kanton jetzt gerade so ein neues Museum leisten kann? Es ist zwar kein Museum, aber de facto ist es natürlich etwas Ähnliches. Ein wunderbarer Bau, hat wahrscheinlich etwa 18 Millionen gekostet, oder vielleicht 20, oder ich weiß nicht genau. Der Staat, niemand vom Staat hat getraut zu sagen, was der Staat hergegeben hat. Lustigerweise, das ist irgendwie die Amtsgeheimnis, hat sich jemand draufgerufen. 14,8 Millionen haben wir dann quasi im Smalltalk erfahren, oder? Also ganz speziell war. Okay, also, das Stadtverhaus läuft. Und ich habe dann nach dieser Eröffnung Alex Hürzel, euer Kulturminister, mir noch kurz geschnappt und gefragt, wie es jetzt aussieht, so mit den Kürzungen und den Wolken, die über der Aargauer Kulturszene hängen, mit den Leuchttürmen, die vor 3 Jahren 15% Sparaufbruch bekommen haben. Und mindestens mehr, es gibt 1, 2 Züge, die dabei sind, aber kein Journalist gerade in dem Moment, mindestens mir gegenüber hat gesagt, es sieht so aus, dass wir die 15% jetzt ab 19 zurücknehmen können. Das heisst, dass mindestens für die Leuchtturm eine rosigere Zeit anbrechen, auch wenn, und das haben wir auch schon gelesen und gehört, für den Kanton weiterhin gespart wird, einfach nicht mehr so arg, wie das 16, 17, 18 sind. Das ist eine gute Nachricht. Dann muss ich jetzt mal die Frage stellen, der heutige Abend ist auch sehr eigentlich mit euch stattfinden. Also wir werden nicht einfach davor zu 5 eine Show abziehen. So, ich will eigentlich ein bisschen mehr von euch hören das mal als das letzte Mal in Baden. Und wenn wir jetzt mit der Frage anfangen, wer von euch hat schon in einer Crowdfunding-Kampagne Geld gespendet? Super. Finde ich jetzt echt gut. Also, wenn ihr das nicht geschissen habt, ich kann es ja nämlich nicht überprüfen, oder? Aber ich finde das ein sehr erfreuliches Zeichen, weil ich denke, dass Crowdfunding, werdet ihr noch hören, natürlich ein sehr interessanter Mechanismus ist für Kulturfinanzierung, weil er auch zurückführt auf etwas, was ganz entscheidend ist, nämlich auf das kulturelle Anliegen und Kulturproduktion letztlich das korrektives Anliegen sein. Oder vor allem Finanzierung nicht einfach etwas ist, wo man nur delegieren kann. Wie viel man delegieren auf das können wir dann so. Zweite Frage, da sind fast nur Kulturprofis.
wer von denen, die selber Kultur produziert, hat schon mit Sponsoring-Geld geschafft? Das war alle gewesen. Fast. Das ist, und kann jemand sprechen über eine Erfahrung? Hat es wehgetan? Wie? Nein, aber es wird immer weniger. Es wird immer weniger. Stimmt das? Auf der Einzelfall wahrscheinlich schon, aber reden wir dann nachher noch drüber. Okay, gut. Also, dritte Frage. Wer ist mit der aargauischen Kulturpolitik zufrieden? Jetzt muss jeder sagen, als Auswärter, das hat jetzt umgekehrt erwartet. Ich denke, noch niemand hat von Crowdfunding etwas gehört und alle sind extrem happy mit dem Alex Kürzler, mit dem Rolf Kauer, sitzt drinnen, Stefan Bierkennen und wie sie alle heißen, oder? Das letzte Mal, wenn wir über Kulturpolitik reden, also staatliche, was ist denn so der Neid? Ja? Laut, dass man es gehört, das ist eine Debatte. Ne? Was müsste ändern? Das zählt nicht zufrieden sein und nichts ändern. Wahrscheinlich müssen wir ja auch wieder weiterführen. Kulturpolitik ist an sich gut aufgestellt, aber die Motoren bräuchten mehr Benzin. Was ja natürlich auch zur Kulturpolitik gehört, sind auch das Alimentieren von der Politik. Also die allgemeinste Antwort, die allen Ihnen passt, oder? Über die reden wir aber heute Abend nicht, weil die Frage, ob man 1%, also das berühmte Kulturprozent, oder ob es 2 braucht oder 3, das ist letztlich auch eine Frage von Weltanschauungen, welchen Platz das mit der Kultur in der Gesellschaft gibt und was der Staat als quasi Hüter von der Kultur für eine Rolle spielen. Das ist wahrscheinlich die allergrößte Debatte. Der Alex Hürzler hat noch gesagt, leider sieht der Kulturkanton Aargau im Ranking, das ist ja jetzt ganz wichtig in der Politik, im Ranking, was der Anteil der Kulturausgaben am Staatshaushalt angeht, auf Platz 22 von 24. Und ich mag mich erinnern, wo wir auch vom Aargau geredet haben, das ist der einzige Kanton, das Kulturprozent irgendwie hat und wahrscheinlich auch ausschöpft und so. Ja, der hat etwas geändert. Aber über das tun wir heute nicht. Ja, bitte. Aber es ist auch sehr gut, sehr wertvoll gesehen, wegen des beispielsweise Steuerbefreiung und Anerkennung von Gemeinnützigkeit quasi nicht zu erreichen sind. Nein. Also, das war informiert. Und muss sagen, das wird extrem restriktiv. Also jetzt aber Steuerbefreiung und Gemeinnützigkeit, ist was für eine Perspektive? Was haben Sie wollen machen? Okay, gut, da hätten wir für die Kopf einfacher ist. Leider, das können wir vielleicht noch ins Podium dann all die Kurven noch nimmt, wo wir wollen, auch noch drauf zu reden, das hat ja dann auch Vor- und Nachteile mit der sehr einfachen Steuerbefreiung, die wir in Zürich haben. Das ist wahr. Also gut, das sind aber die Fragen, über die wir heute nicht reden, oder? Das ist die Spielanlage von heute. Heute reden wir, und das ist der Titel, oder? Kulturfinanzierung 2.0. Es gibt tatsächlich nicht nur den Papi oder den Mami Staat, der Geld zur Verfügung stellt für Kultur. Es gibt tatsächlich alternative Quellen. Jetzt hat er gerne die Superfolie. Natürlich, ich bin unter Kulturmanagement unterrichten, unter anderem am Staatshaus. Für die das gerne mal ausführlich erörtert haben, die müssen sich mal anmelden. Dann gäbe es dort nur Teilnehmer und ich habe eine interessante Truppe von Studentinnen und Studenten. Also eigentlich in der Kultursoziologie oder in der Finanzierungstheorie unterscheidet man ganz grob 3 Sektoren. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die zwei von diesen 3 sind heute hier vertreten. Und man kann sagen, jeder von diesen Sektoren hat ein Schlüsselmotiv, warum er Kultur finanziert. Da kann man jetzt natürlich über Varianten diskutieren, und ist das genau so, aber grosso modo sind das eigentlich die 3 wesentlichen Motive.
Politik immer sucht Stabilität. Politik ist ja nicht die Revolutionen und Umbrüche auslöst. Im Gegenteil, Politik muss eigentlich mit den Bedürfnissen, die sich formuliert, fertig werden, irgendwie ins soziale System integrieren. Und das kann dann zu einer Eröffnung von einem Staat ausführen, wenn das Bedürfnis sich stark genug manifestiert wird und lang genug und mit genug Druck und Glaubwürdigkeit und was immer dazu. Politik ist Stabilisierung. Wirtschaft, das ist relativ einfach. Wirtschaft sucht den Profit. Vor allem die Weltanschauung, die ideologische Diskussion, ist es der Profit, der dann in die Tasche geht, für den Einzelnen, oder ist es der Profit, der primär das System am Leben erhalten kann, und darum machen wir noch etwas dazu sagen. Und dann gibt es einen dritten Bereich, in dem spielt Solidarität eigentlich. Das muss sagen, soziopsychologisch gesehen, spielt Solidarität die Rolle der Schlüsselmotivation und ein Guide aus Gründen, wie man solidarisch ist mit denen, die etwas erreichen, weil man das wichtig für die Gesellschaft und für die Gaststättenproblematik ist natürlich die Stiftungen und ich denke auch Mechanismen wie Crowdfunding. Jetzt haben wir in der Schweiz, wir haben vorhin versucht, eine Zahl festzumachen, zwischen 12.000 und 18.000, vielleicht 20.000 Stiftungen, das muss man sagen. Also es ist ein unglaubliches Potenzial da. Die sich auf Geld suchen machen, es gibt zwei Online-Verzeichnisse, Stiftung Schweiz und Fundraiser, heisst die zweite, die finden schon extrem viel, nicht ganz alle, für alle muss man dann den Premium-Modus kaufen, und der ist auch nicht gratis und dann gibt es ein paar Adressen. Es gibt auch viele grosse Firmen, die Sponsoring treiben. Beliebt sind natürlich Banken, darum haben wir auch eine Bank da, oder? Das ist auch noch eine Frage, die der Top hat beantwortet, warum eigentlich Banken immer so schnell mit Sponsoring assoziiert werden. Und warum es viel schwieriger ist, mit einer ADG ins Geschäftskunden zu gehen. Die letzte Erhebung, wo ich mich daran erinnern kann, was Stiftungen und Sponsoren zusammen so ausgehen in der Schweiz, die ist, also, da kann man korrigieren, die ist irgendwie 10-jährig und dort ist man so zwischen auf einer Zahl von 500 bis 600 Millionen. So viel kommt aus privaten Quellen. Der Staat, also alle drei Ebenen, Bund, Kantone, Kommunen, stehen dem gegenüber. Damals wären es etwa 2,5 Milliarden gewesen, inklusive Portoverbilligung für Zeitungen. Ja, in Bern muss das irgendwo mit Kito das Geld und irgendwie noch eine Budgetlinie. Heute sind es etwa 2,8 Milliarden, kann man sagen. Crowdfunding, das neueste Kind in den Finanzierungsmechanismen ist, also wenn ich wemakeit anschaue, ist 7 Jahre alt knapp. Das ist damals als so in Risiko, quasi in einer Art Joint Venture Capital, wo Helvetia, Ernst-Göhner-Stiftung und Kulturprozent gegründet wurde. Also das heisst, finanziert wurde für die ersten 3 Jahre, bis es auf eigenen Beinen steht. Und jetzt läuft das. Und was ich von der Céline vorhin gehört habe, macht jetzt im 7. 10 Millionen Umsatz. Die 10 Millionen gehen minus 6 oder 10%. Also 6 auch im Eckit. Ja, genau. Minus 6% gehen quasi dann wieder raus, werden verteilt an die Projekte, die die Stellen schaffen. So. Fragen also, was es heute darum geht, das ist nicht, was soll die Politik besser machen, das haben wir das letzte Jahr diskutiert und das diskutieren wir dann nächstes Jahr vielleicht wieder. Übernächstes. Die Frage, was heute darum geht, sind Finanzierungen jenseits von staatlicher Finanzierung tragfähige Alternativen? Gibt es eine Trendrichtung immer mehr privat? Ist das schlimm, wenn die Privaten immer stärker werden? Was ist denn so anders, wenn das Geld von einer Firma kommt oder von der Crowd oder von einer Stiftung? Da kann Oliver eine Auskunft geben darüber. Auch ist das Sponsoring so schrecklich, wie es immer heisst? Ja, die wollen populär sein, letztlich geht es um Geld. Dann die knackig, wenn sie so das Geheimnis von der Stiftung. Gibt es so viele, wie finde ich die richtige und wie spreche ich sie richtig an. Und letzte Crowdfunding, ist das tatsächlich eine Alternative oder ist das so ein Geschäft von der User? Die einfach nicht reinkommen bei den Stiftungen und die Sponsoren, die gehen am Schluss auf die Make und versuchen es dort natürlich, mobilisieren ihre Freunde. Und die glaube ich jetzt noch den Geld im Sack haben, man könnte jetzt aktuell noch spenden für die 6 Millionen bedingungslos Grundeinkommen. Das ist das Megaprojekt von wemakeit, oder? Das ist jetzt einfach etwa 6 Nummern grösser als alles, was er bis jetzt gemacht hat. Und wenn er das schafft, dann macht wemakeit das Jahr 16 Millionen Umsatz. Genau. So.
Und wie gesagt, wir fangen mit einer Runde oben an und dann würde ich dann gerne öffnen, das Publikum und die Fragen aufnehmen und dann das Wort vielleicht 2-3 Mal so machen. Jetzt noch rasch so zu Gästen, sorry, dass ich euch jetzt ein bisschen strapaziert habe mit Warten und so. Wisst ihr schon, aber ich muss natürlich mal sagen, wer wo sitzt. Von euch aus gesehen links vorne an, da haben wir den Tom Ackermann. Der ist erst seit dem Januar Leiter Kommunikation, muss man sagen, oder, bei der Neuen Aargauer Bank. Die sind eigentlich Tochter von der Suisse, oder? Genau, immer noch. Genau. Und er hat zwei Hüte da. Einerseits leider der Sponsoring, wenn man so will, gleichzeitig ist er Geschäftsführer, also ist eigentlich ein Leiter. Nein, wir haben meine Sekretär, meine Rolle ist Sekretär. Von der Kulturstiftung, NAW. Wenn man Briefe unterschreibt. Ich würde sagen, unterschreiben. Wenn es so ist, oder nicht, können Sie Geschäfte alles müssen unterschreiben, aber nicht sagen. Spannend. Darum lange es dann eben, wenn die Hand geht. Dann neben ihm Céline Fallet, Geschäftsführerin von wemakeit, also von der grössten Schweizer Crowdfunding-Plattform, nicht ganz der einzige, noch ein, zwei mehr, aber sicher die grössten und erfolgreichsten. Dann von mir, von uns gesehen rechts, die Regula Koch. Die Regula Koch ist Geschäftsführerin von der Stiftung Landis und Pius. Das ist eigentlich eine der ältesten grossen Kulturstiftungen. Wir waren schon mal so der Pionier von einer klassischen Kulturstiftung. Und der hat gesagt, jetzt ist so viele Stiftungen oder jetzt sind wir irgendwie das Bäume im Wald. Was natürlich gut ist, was eigentlich nicht ein bisschen narzisstische Kräfte. Dann haben wir noch den Oliver Dredge, ihn kennen Sie sicher. Er ist, wie heißt die Funktion? Leiter, Direktor, Chef, Oberator, Intendant. Das ist der dritte Geschäftsleiter vom KIFF. Er ist natürlich auch da und veranstaltet sich zu vertreten und vielleicht auch noch ein bisschen, wenn ich die Zeit habe, auch noch Frage. Das ist eigentlich mit dem Publikum. So, und jetzt können wir die Fragen. Und da könnt ihr eigentlich beim Tom anfangen. Tom, also gerade in einer doppelten Hüte. Wieso braucht es bei euch beides? Ja, weil, also, und können Sie die Leute auseinanderhalten? Ja, es ist eigentlich nicht einmal so wichtig, dass die Leute auseinanderhalten können. Es ist, die Rolle der Kulturstiftung ist sicher so, dass sie auf der einen Seite für uns ein gutes Instrument ist, um natürlich auch Engagements, die die Bank hat, noch zusätzlich zu alimentieren und auf der anderen Seite, dass sie eben auch gewisse Sachen kann unterstützen kann, die jetzt bei der Bank aus dem klassischen Sponsoring raus wahrscheinlich eher würde durch den Filter durchgehen. Also weil du hast es vorher so gezeigt, die Wirtschaft danach einen Profit natürlich als Gesamt aus dem Sponsoring raus. Schön wäre es, wenn ich da so könnte sagen, so und so viel Profit haben wir jetzt aus dem Sponsoring raus generiert. Da habe ich es eher mit dem Henry Ford, der vorhin gesagt hat, 50% vom Marketinggeld ist rausgekommen, das Geld. Man weiss dummerweise nicht, welche 50%. Also von dem her gesehen, das ist einfach die eine, das ist direkter Profit kann nicht gemacht werden. Das Kernstück natürlich vom Sponsoring ist natürlich dasjenige, das basiert auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Und mit der Kulturstiftung können wir das natürlich bis zu einem gewissen Grad auch noch ein bisschen verwässern und steht nicht überall dann entsprechend die direkte Gegenleistung für uns als Bank drin. Und eben, Gegenleistung steht nicht im Sinne von, dass wir Profit daraus machen, sondern letztlich Erlebnis schaffen für unsere Kunden auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch unsere Verankerung und unsere Positionierung im Aargau schaffen und die natürlich auch entsprechend möglichst breit unterstützen. Und dann die Projekte hin und her schieben zwischen Stiftung und Sponsoring, je nachdem, was ich für einen Feedback erwarte. Ja genau, wir können dann einmal entscheiden, wer das absagt. Nein, von dem her, da können wir einmal hier und her schauen, wir haben relativ viele Engagements, können natürlich direkt in der Bank hinein, logischerweise. Und wenn es wirklich Sachen sind, die ich sage jetzt, relativ experimentell sind oder sehr, sehr fokussiert sind, dann geben wir es dann eher in die Kulturstiftung über. Und auf der anderen Seite, wenn halt, sage jetzt, eher kommerziell orientierte Projekte via Kulturstiftung haben, dann meistens machen wir es dann so, dass wir dann ein Splitting machen, dass ein Teil von der Kulturstiftung kommt und ein Teil kommt dann nachher noch von der Bank.
findet eine relativ enge Zusammenarbeit statt. Wir reden nicht nur über die NAB, aber noch eine Frage muss ich noch stellen. Auf der Webseite sage ich, für eine Stiftung stehen 350'000 Franken zur Verfügung im Jahr. Ja, das ist ungefähr. Also ich meine, wir reden jetzt nicht über 10'000 Franken, nie oder weniger, aber ja. Und für Sponsoring? Ja, also es kommt wirklich sehr, sehr stark darauf an, unter Sponsoring, was man alles reinnimmt. Ich bin ein starker Verfechter davon, dass wir immer ein Drittel haben für ein Sponsoring. Also ein Drittel, ich sage jetzt einmal, ist die vertragliche Seite. Dann ein Drittel versuchen wir letztlich eben irgendwo, ich sage jetzt immer Kundenbeglückung irgendwo durch entsprechend reinrechnen. Und ein Drittel ist nachher noch Aktivierungsgeld, das wir eben auch noch investieren. Also dass wir eben auch noch das Engagement publik machen und auch unser Engagement machen. Und ich nehme es jetzt nicht auseinander, was Kultur und Sport ist, sondern wir sind in der Grössenordnung 1,5 Millionen, die wir für Sponsoring inklusive Aktivierung noch investieren. Danke. Das ist immer die konkrete Regula. Gibt es das bei ja Aktivierungskosten? Dann, was meinst du damit genau? Genau, die Kosten, die entstehen, indem wir uns selber noch bekannt machen. Nein, null. Also, nein, das kann man nicht sagen. Ich meine, wir schreiben ja zum Beispiel unsere Stipendien aus. Das sind Aktivierungskosten, das stimmt. Aber im Übrigen haben wir unsere Webseite und, also ich werde auch zu dem noch etwas sagen, das später, wo es ist klar, wir erscheinen im Stiftungsverzeichnis, wir können uns in der Kulturszene in dieser kleinen Schweiz, da müssen wir uns nicht extra noch selber Geld ausgeben, um uns bekannt machen wir wirklich nicht. Aber wir tun insbesondere Stipendien, es ist ja ein starkes Bein von unserer, also Tätigkeitsbereich unserer Stiftung, das sogenannte eigene Projekt, das wir eigentlich haben, das ganze Atelierprogramm seit 30 Jahren eigentlich jetzt schon. Und die schreiben wir alle Jahre einmal aus, immer im Dezember, Januar oder im Januar, Februar. Es gibt 3 verschiedene Varianten von Atelier, Werk- und Reisestipendien. Und das ist wichtig, dass die Leute einfach das in dem bestimmten Moment, man kann nicht das ganze Jahr sich immer bewerben, sondern das kann man einfach innerhalb von einem Jahr, kann man das während 2 Monaten kann man sich bewerben. Das schreiben wir aus. Das sind vielleicht insgesamt 10'000 Franken im Jahr. 12'000. Und ein Begriff wie Solidarität spielt der Rolle auch. Solidarität. Also das, was man vorhin versucht zu erklären, als quasi als grosser Motivator vom zivilgesellschaftlichen Bereich. Ja, natürlich. Also, wir haben einen Stiftungszweck, oder? Also, wobei der ist so breit formuliert, dass wir eigentlich auch Ameisengänge forschen, wie Ameisen rumlaufen. Also, das hat sich einfach, die Stiftung hat sich als Kulturstiftung angefangen positionieren, Anfang 70er Jahre, wo das langsam 70er, 80er Jahre überhaupt das Thema geworden ist, dass man Kultur fördert. Darum sind wir eine der allerersten Stiftungen, die sich als Kulturstiftung profiliert hat. Übrigens noch kurz, wenn ich darf etwas sagen zu dem, du hast vorhin gesagt, ein Bäumlein im Wald, oder? Heute Landis- und Stiftung, das stimmt. Also in den 80er Jahren war die Landis- und Stiftung wirklich fast ein bisschen solitär gewesen als Stiftung, weil sie auch gesamtschweizerisch, gerade im Atelierbereich, die London-Stipendien, das ist wirklich so ein Highlight unserer Stiftung für die Kulturschaffenden. Mittlerweile ist es tatsächlich ein Bäumlein im Wald, aber nur was Quantität anbelangt, wenn man redet von wie viel Geld vergibt unsere Stiftung im Jahr und wie viel Geld vergeben andere Stiftungen, die jetzt in den letzten 20 Jahren gewachsen und neu dazugekommen sind. Das ist das eine. Aber das andere, und das finde ich etwas ganz Wichtiges, weil im Alltag, ganz pragmatischen Alltag ist das wichtig, Stiftungen und Vertreterinnen und Vertreter von der Stiftung sind auch immer ganz wichtige Partner für Kulturschaffende, für Institutionen, um sich beraten zu lassen, wie man auch noch könnte, wo und welche Stiftung und so, dass man selber nachschauen muss. Also, ich bin viel am Telefon und berate die Leute, wo könnte in diesem speziellen Fall man haben, es ist kein Zug das gleiche als andere. Welche Stiftung kommt vielleicht für das noch in Frage? Also, und das ist ein wichtiger Teil auch von der Stiftungsarbeit. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt hier 5'000 und dort 10'000 Franken geben, sondern manchmal kann man sehr viel
helfen, indem man einen guten Ratschlag gibt, weil man einfach auch ein Netzwerk hat. Okay, das kommen wir wieder noch zurück und bei der Frage, wie funktioniert es eigentlich effektiv? Ich muss jetzt hier noch bei der Céline vorbei. Wenn wir bei der Solidarität bleiben, das ist dann für euch das Geschäftsmodell? Ja, mehr oder weniger. Aber was sehen wir als eure Mission? Ja, unsere Mission, also wir müssen vielleicht sagen, wir haben dass die meisten wissen zwar, wie es funktioniert, das stimmt. Genau, also wir haben Kultur gestartet, wir waren ja die ersten 3 Jahre sehr stark kuratiert gewesen und haben uns jetzt geöffnet. Und uns ist natürlich am Anfang ist so ein bisschen das Anliegen gewesen, Demokratisierung eigentlich von Kulturförderung. Also das ist so unsere Vision und dass man eben, es gibt sehr, sehr viele Projekte in der Schweiz und dass die eigentlich alle die Chance haben, auch können finanziert werden, eben über die neue Form von Crowdfunding. Oliver, als Veranstalter immer die Geld nimmt, oder? Nein, nicht immer, aber oft. Kommt darauf an, was man veranstaltet. Das gibt es auch wo auch ohne Kulturförderung. Warum nicht mehr von dem? Nicht mehr von was? Warum nicht mehr von dem? Verstehe ich nicht. Du sagst, es kommt darauf an, was man veranstaltet, oder am Mensch funktioniert so gut, quasi man spielt das Geld selber rein, warum nicht mehr von dem? Ja, wir machen schon immer wieder von dem und wir müssen auch von dem machen. Das ist wieder unsere eigene Finanzierungsgrad erreichen, die wir haben. Aber nein, es ist mehr das Thema, wie schaffen wir es, nicht zu viel von dem zu machen. Aha, interessant. Aber wenn du sagst, okay, wir nicht zu viel von dem zu machen, dafür brauche ich Inhaberung, ich brauche Make-up und ich brauche Stiftung. Mit welchem von denen würdest du am schnellsten und einfachsten zusammenarbeiten? Es geht nicht um Personen. Kommt sehr schnell wieder auf den Inhalt an. Wenn ich etwas habe, wo ein grosses Publikum und dann würde ich sehr wahrscheinlich eine Sponsorin versuchen, größere Mengen an Geld generieren und die anderen Sachen werden unterstützen. Ich glaube, es kommt vor allem mit Kraft. Du hast schon Punkt im Sponsoring? Also in dieser Zeit, wo ich dabei bin, ein bisschen Gedächtnis ist wahrscheinlich die Firma vorhanden, oder? also alles nicht ab, habe ich jetzt nicht ab. Bist du schon aktiv gewesen? Ja. Könnte es KIFF sein, ja? Im Grundsatz also Kunde, was heisst Kunde? Oder? Wir unterstützen Partner und unterstützen, also im Grundsatz sicher. Also sowohl auf der Kulturstiftungsebene wie auch auf der Sponsoring. Und wirklich immer halt entsprechend darauf an, um was es wirklich geht. Und ganz, ganz wichtig, wie das Ganze halt immer auch vom Partner daherkommt. Das stelle ich am meisten Bandbreite fest. Also beide Geldzahlung gescheitert, auch noch Geld sie haben, ist das eine Spektrum, wo teilweise dann noch, am liebsten habe ich noch diejenigen, die einmal noch mit der Präsentation kommen, wo AKB noch drauf ist. Oder die bin ich wirklich mittlerweile, dann fängst du so weiter, schicke ich dann auch gerade auf die andere Seite. Also das ist die eine Seite und andere, die wirklich halt sich sehr, sehr intensiv mit dem Ganzen auseinandergesetzt haben, schon, was wir sind, was wir wollen, was unsere Positionierung ist. Und das hat sicher schon mal deutlich die bessere Chancen. Okay, da sind wir schon fast bei der praktischen Seite. Dann kommen wir hoffentlich am Schluss wieder zu ein paar Tipps, oder, wie wir möglichst effizient und schnell das Geld herkommen, von denen, von der Crowd, von der Stiftungen. Aber einfach auch doch noch an Oliver. Als ich noch in der Roten Fabrik ein Jazzkonzert veranstaltet habe, haben wir gesagt, das Geld nimmt immer schon, aber wenn man anschreiben, dass von der Credit Suisse kommt, dann lieber nicht. Ist da heute noch Berührungsängste, was bestimmte Sponsoren angeht? Ich habe Berührungsängste nicht, aber man muss sich schon gut überlegen, bevor man suchen, was man will und was sind potenzielle Partner und was nicht. Aber ich denke jetzt auch aus der Geschichte von KIFF, wo es stand, ich bin vor 10 Jahren dazugekommen, ich glaube, wir haben gewisse Verträge abgeschlossen, wo sich Gründer vom KIFF schon nicht getraut hätten abzuschließen. Aber ja, es läuft halt vieles über Verträge, wo wir zum Beispiel mit Getränkhändler abschließen und wo dann auch beidseitig Leute profitieren oder beide Partner profitieren. Und das hat dann auch schon zu Reaktionen geführt.
und nein, jetzt machen wir da nicht, aber dann haben wir einfach eine neue Bar gebraucht. Und ein grosses Biosystem. Und dann haben wir das Geld nicht, und das haben wir einfach so finanzieren. Darum geht es jetzt bei uns Baustellen so zu den Gleichen. Aber die mit denen haben wir noch keine gemacht. Nein, haben wir nicht. Wir haben Ackermann als unsere Bank, aber das Sponsoring hat sich dann auch ein bisschen verschoben. Es ist ursprünglich hat es mal ganz viel, das war vor meiner Zeit, dieses Sponsoring gegeben, aber wir haben jetzt vor allem auf die Bank als Dienstleister. Würde ihr denn so einen Betrieb ins KIFF sponsern? Das KIFF selber ist eine wichtige Institution, die sponsern wir mit. Weil ich es nicht übertreibe, sagen wir mal 50'000 Franken im Jahr, oft 3, 6, 3 Wörter. Grundsätzlich ist es wirklich, also nur weil jetzt irgendeine andere Bank dabei ist, das ist jetzt für uns nicht irgendein, gehen wir mit dem Weihwasser dahinter und machen die Tür schon zu. Und es kommt wirklich darauf an, was nachher für uns letztlich, eben, wenn es jetzt um Sponsoring geht, für uns nachher als Gegenleistung drin ist. Und das ist halt heute definitiv nicht mehr Logo-Präsenz. Und das geht für uns jetzt als neue Aargauer Bank sowieso nicht. Also ich sage jetzt mal, wir haben wahrscheinlich eine gestützte Bekanntheit von 98%. Und ungestützt ist sie ein bisschen weniger. Und für all die nicht wissen, wer die neue Aargauer Bank ist, spätestens wenn sie den Namen gehört haben, wissen sie, was es ist. Eine Aargauer Bank. Also von dem her gesehen, das muss ich dann nicht noch überall irgendwo zukleistern. Also von dem her kommt es wirklich darauf an, was für Möglichkeiten dass es dann entspricht. Das ist dann heute so schön Kundenbeglückung gesagt. Das ist ein Wort vom Sponsoring-Spezialist selber zu hören. Was heisst denn das? Also jetzt zum Beispiel, ihr seid Salzhaus BRUGG, oder? Sind ihr auch regelmäßig dabei. Was mache ich denn? Was läuft denn unter dem Titel Kundenbeglückung? Damit wir auch gefasst machen, was denn für Vorstellungen und Forderungen können. Also das eine ist halt wirklich so der klassische Punkt von Möglichkeiten natürlich auch entsprechend haben, dass wir mit Kunden oder potenziellen Kunden entsprechend können an so eine Veranstaltung gehen. Und dann geht es dann halt meistens darüber hinaus. Es geht nicht darum, dass wir irgendeinen halben Saal oder irgendeine Exklusivvorstellung oder irgendetwas haben. Für uns ist immer das Entscheidende, dass wir unseren Gästen etwas bieten, wo sie eben, auch wenn sie einen Haufen Geld hätten, nicht überkommen. Oder dass sie halt eben irgendwo mit irgendeinem Künstler, mit halt irgendwo, aber auch einem Kopf von so einem Haus, einem Stapferhaus, wie sie will, oder irgendwo durch einen Austausch kann haben. Das ist das, was die Leute nachher eben auch gerne mitnehmen und was übrigens auch für euch als Institutionen aus meiner Optik hervorragende Botschaften sind. Also ich erzähle das dann nachher überall, ich bin ein Deck und da habe ich den getroffen, das ist ein ganz interessanter Typ. Also von dem her gesehen, das ist das Entscheidende. Und das ist halt aber auch Knochenarbeit für den Veranstalter. Weil dem Grafiker ein Logo schicken und das Inserat schicken, das kostet mit 30 Sekunden, aber mit dem potenziellen Sponsor sich auseinandersetzen, was will denn der überhaupt und was hat denn der für die Gäste, die er würde einladen und was kann ich ihm dann nachher eben entsprechend bieten. Und das geht ja nicht nur irgendwo ums Catering-Angebot, sondern eben halt ein Neudeutsch sagen wir Experiences that money can't buy. Das sind die Themen, die interessant sind. Aber das ist Knochenarbeit. Das kann ich auch nicht einfach irgendwo mal in ein Konzept hineinschreiben. Und das ist für ein Konzert eine Backstage-Führung, das holt einfach keiner mehr in Regen raus. Oder? Also von dem her gesehen, das langt dann halt eben irgendwo nicht mehr. Das ist natürlich das Problem dabei, oder? Die unbekannten Künstler sind und die lokalen vielleicht umso weniger ist. Und weniger stark wirklich der Magnetismus. Es geht ja nicht einmal, es geht sich gar nicht darum, dass es ein Magnet muss sein, sonst würden alle nur zum Edgieren setzen, gut Deutsch, oder? Also von dem her gesehen, sondern es geht um das Erlebnis und wenn das eine spannende Persönlichkeit ist, ja, dann nachher hat das sogar noch einen doppelten Effekt, weil dann nachher ist noch Dankbarkeit, die Anführungszeichen, wenn ein grosses Wort ist, dass man überhaupt den Zugang zu dem bekommen hat. Weil wenn ich etwas nicht gekannt habe und nachher begeistert bin, ist das viel besser, als wenn ich eben einen Edgieren mal ein Selfie machen oder irgendetwas. Und den habe ich schon gekannt. Also von dem her gesehen muss es nicht unbedingt ein grosser Name schon sein, sondern es ist die Exklusivität und die Einzigartigkeit vom Erlebnis.
Das ist jetzt eine klassische Sponsoring-Aussage. Also wir versuchen darüber ein Erlebnis zu geben, wo über quasi das Erlebnis ausgeht, das der normale Konsument kaufen kann. Oder? Was bewegt euch, wenn ihr das Projekt auswählt? Spielen so Faktoren wie, wer will überhaupt nicht hin und schaut ihr etwas aus, spielt diese Fragen überhaupt eine Rolle? Nein, die spielen weniger eine Rolle. Also wir haben klare Richtlinien, was wir unterstützen und was bei uns zum Beispiel zuoberst, also jetzt im künstlerischen Bereich, erstens machen wir keine Nachwuchsförderung, also es steht alles auf der Webseite, das will ich noch klammern zum Voraus. Wenn man ein Gesuch stellt an eine Stiftung oder wenn man eine Stiftung sucht, wo man ein Gesuch stellen will, ist einfach ganz wichtig, fast eigentlich jede Stiftung oder jede ernstzunehmende Stiftung heute hat eine Webseite und darauf steht, was man macht und was man nicht macht. Und das ist ganz wichtig. Man kann auch sich selber und der Stiftung viel Arbeit ersparen, wenn man nicht ein Gesuch stellt, das sowieso überhaupt nicht in Frage kommt. Also, wir machen keine Denkmalpflege, wir machen keine Nachwuchsförderung. Was wir machen, ist Förderung von zeitgenössischer professioneller Kreation im künstlerischen Bereich, eigentlich in Anbindung immer an einen ausgewiesenen professionellen Veranstalter. Das ist zum Beispiel ein Rahmen. Und dann ist es halt, ja, also wir fragen dann nicht, ja, sind am Schluss mehr Leute auf der Bühne gestanden als im Zuschauerraum? Das machen wir an sich nicht. Ich kann das auch nicht alles bei all diesen vielen Gesuchen selber kontrollieren, aber in der Regel arbeiten wir mit Institutionen zusammen, wo diesen Anteil an Inhalt über uns mitfinanzieren, wo man eben beim Sponsoring keine Chance hat. Also für eine Bank ist es natürlich interessanter, Traviata von Werden zu unterstützen und Klientel dort hinschicken, als irgendeinen Kompositionsauftrag, wo man noch nicht recht weiss, auf was lädt man sich da ein. Also bei uns ist das Risiko immer auch mit dabei. Oder? Also es gibt halt manchmal auch zeitgenössische Kreation, da verhält jemand mal auch etwas ab, aber das muss auch Platz haben. So. Okay, Céline, macht ihr auch eine Auswahl? Oder nehmt ihr, was kommt? Wir nehmen im Prinzip, was kommt. Also wir haben so ein bisschen die Vision oder die Idee, dass jedes Projekt, das sich finanzieren kann, mit der Crowd auch seine Berechtigung hat. Wir haben natürlich Richtlinien, das heisst, wir prüfen, wenn jetzt das Budget total unrealistisch ist, prüfen wir schon, dass das umgesetzt werden kann, aber sonst sind wir eigentlich sehr offen. Und wenn ich jetzt ein Projekt habe, kann ich immer welche. Dann komme ich einfach und dann stelle ich mir den Platz zur Verfügung. Oder du setzt dich zusammen mit dabei. Tun das ja für alles. Ich habe Anfragen. Absolut, wo es auch noch Geld gibt. Ja, natürlich. Tun die mitgestalten, oder Projekt? Nein, das machen wir an sich nicht. Also, wir sind drauf, natürlich, was wir wollen, ist auch, dass wir erwähnt werden. Also da muss man wirklich zunehmend drauf sein, weil es ist doch auch wichtig, das ist ja wirklich, man beobachtet ja fast schon ein bisschen auch, also fast ein Wettbewerb, oder welche Stiftung tritt wo in Erscheinung und so, aber es ist einfach wichtig, dass das steht auch in der Zusage drin. Wir wollen erwähnt werden, wir wollen, dass das wahrgenommen wird, dass wir das unterstützen. Okay. Das ist ja noch relativ einfach über die anders als... Nein, wir tun nicht in den Inhalt hineinreden. Ja. Künstlerische Freiheit. Aber trotzdem, wenn ich zu euch komme mit dem Projekt, oder, was passiert denn? Auf jeden Fall nehmen wir mit, oder? Genau, also wir gehen Online-Plattform. Aber dann nehmen wir mit dem. Genau, dann realisieren. Ja, wir geben natürlich, wir sind ja in Kontakt mit jedem, der das Projekt erreicht, das ist uns sehr wichtig. Aber wir sind natürlich eine Online-Plattform, das heisst, wir beraten online, wir jedes Projekt anschauen, geben nochmal Feedback, Tipps und Tricks und dann kann man online gehen. Also es ist echt sehr, was ich eben spannend finde, es ist echt sehr schneller und einfacher Weg, im Gegensatz zu vielleicht klassisch Sponsoring oder Stiftungen, ist es wirklich bei Crowdfunding so, man kann das Projekt einreichen, man tut es ausfüllen, man geht online, wenn man erfolgreich abschließt, hat man 10 Tage später das Geld auf dem Konto. Und ich glaube, das ist eben auch das 2.0, was auch spannend ist an dieser Form von Finanzierung. Was haben Sie denn für eine Erfolgsrate? Also das ist die Frage kommt übrigens alle auch als Veranstaltung. Wie viele Projekte haben Sie jetzt in den 7 Jahren schon online gehabt? Ja, also 3'500 sind erfolgreich abgeschlossen. Und wie viel sind gescheitert? Sie 35%. Sie geschickt hat, also 65%. Okay. Und gibt es Erfahrungswerte, dass Sie können sagen, wenn ein Projekt kommt, sagen,
Oder ist das komplett unberechenbar, wenn das die Schwelle schafft? Es ist, nein, es ist für uns sehr berechenbar. Also wir sehen sofort, ob ein Projekt realistisch finanziert werden oder nicht. Dann gibt es natürlich noch eine kleine Quote von Überraschungsprojekten, sage ich mal, aber wir haben schon sehr ein gutes Gefühl für was funktioniert und was schwieriger ist. Okay, also keine Begrenzung bei euch, also de facto, aber bei dir muss es ja gehen, oder? Also ich muss jetzt alles meiner eigenen Credit Suisse Vergangenheit bringen. Das hat ich nicht gesagt, ich war noch 5 Jahre mal Sponsoring von der Mutterbank und von der NAB. Und dort haben wir so eine Relation gehabt von 1 zu 1000. Das heisst, wir haben 1000 Dossiers im Jahr gekriegt und eins davon haben wir neu ins Sponsoring-Portfolio aufgenommen. Jetzt bei euch ist es 1 zu 2000. Nein, im Gegenteil. Also, wir haben ein paar grössere Engagements, aber was uns schon auch auszeichnet, würde ich mal sagen, ist, dass wir sehr, sehr breit letztlich eben auch als gerade über unsere Regionen Projekte unterstützen. Und ich würde also ein Ratio 1 zu 1000 oder irgendetwas könnte man gar nicht nach mit den 999 plus anschauen. Also von dem her gesehen, das ist sicher nicht in diesem Verhältnis. Also wir haben selbstverständlich auch nicht tonnenweise neue Engagement jedes Jahr, weil der gesamte Kuchen wird auch nicht grösser. Aber wir sind, und das Motto, das vorher gekommen ist, es wird immer weniger. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es für den Einzelnen weniger wird. Ich bin lange im Banking gewesen, dann habe ich 4 Jahre etwas komplett anderes gemacht und jetzt bin ich wieder im Banking. Und das komplett anders, was ich gemacht habe, bin 3 Jahre beim Basel-Tattoo und habe auch Geld suchen und Sponsoren suchen. Und dort habe ich auch die Erfahrung gemacht, es wird immer schwieriger, irgendwelche Presenting-Partner oder Hauptsponsoren oder irgendjemanden zu finden. Im mittleren Segment findet man relativ schnell oder findet man eher Partner. Und darum ist der Topf jetzt bei der NAB, der ist jetzt nicht irgendwo dramatisch kleiner geworden, sondern wir verteilen dann halt einfach viel breiter. Und ja, weil uns halt das Presenting jetzt nicht das ist, wo wir das Gefühl haben, preiswert. Aber um überhaupt die Chance, eine Idee zu geben von Erfolgschancen, ich meine, wie viele neue Projekte, wir reden nicht von der Stiftung oder vom Sponsoring, wie viele neue Projekte im Jahr können wir etwa? Also wenn ich die Regionalen und alles nehme, würde ich jetzt doch irgendwo sagen, zwischen 10 bis 15 Engagements, die wir machen. Und dass wir logischerweise nicht immer irgendwelche 3-Jahresverträge sind, das sind auch mal Sachen, okay, jetzt machen wir mal ein Jahr und dann schauen wir mal, wie es rauskommt. Gegenseitig auch, ob der Partner eben irgendwo durch den Auch findet, ja, das hat es jetzt gebracht, oder ist es für das, was wir bekommen haben, ein riesen Aufwand gewesen. Also von dem her gesehen sicher 10 bis 15 im Jahr, wo wir neu machen. Wir haben ca. 10 bis 15%, wo wir zusagen. Und 85 bis 90% sagen wir ab. Das ist eine Höhe. Das ist jetzt, ja, also wir kommen etwa 900 bis 1000 Besucher im Jahr und wir geben etwa 150. Das ist jetzt, ich weiss aber, dass das spricht jetzt nicht für alle Stiftungen. Ich weiss zum Beispiel, die Ernst-Göger-Stiftung hat zum Beispiel eine höhere Zusage geboten, als wir, deutlich höher. Jetzt aus deiner Sicht als Veranstalter, ist Fundraising überhaupt interessant? Also man deckt das, was es bringt, den Aufwand. Ja, das kommt darauf an. Ich habe mit anderen Veranstaltern geredet, die mehr Fundraising bis jetzt gemacht haben oder nie gemacht haben. Und so. Und das haben wir dann schon wieder gehört. Das ist ein kleiner Aufwand für die 10% am Budget. So. Und von der Größe reden wir irgendwo, wo das jetzt Stiftungsgelder an grössere Institutionen anliegen. Ja, es ist noch viel weniger, aber zum Beispiel anderen Leuchten, da haben wir 10 bis 15%, die Stiftungsgelder ausmachen. Und dort muss man immer wieder jährlich angehen, also oftmals nicht 3-Jahresvertrag. Manchmal eben das oder so. Und
Das ist permanent quasi, wir gar nicht wissen, wie es wieder kommen, wie es wieder zahlen in diesem Jahr und der Aufwand, der Vertrag scheint sich auf einige zu lohnen. Kommt sehr wahrscheinlich auf den Vertrag davon, aber es ist schon so, das Verhältnis muss gerade stimmen. Es sind doch auch ein Direktor, oder? Einer von denen. Jetzt haben wir 3 Jahre 15% weniger gekriegt. Genau. Oder wie haben wir das kompensiert? Wir haben das auch mehr gezahlt. Selber. In Kasse. Das ist cool. Geil. Okay. Ja. Aber ja, das ist so. Wir haben eine sehr hohe Eigenfinanzierung und wir haben die Möglichkeit mit unserem Setting, dass wir halt auch ein bisschen kommerziellere Events machen können, wie Partys und Gasteinnahmen haben, was zum Beispiel jetzt mit Theater nicht so größere Gasteinnahmen haben. Aber es ist so, wir sind von einem grossen Projekt stellen und dort werden wir alle Register ziehen oder werden wir ein bisschen sehen, was möglich ist im Fundraising oder im Crowdfunding zum Beispiel, wie das in Aargau stark ist. Und dort sind wir jetzt ein Konzept am Schreiben und dann werden wir mit allem losgehen. Sehr schön. Okay, gut. Das war mal die erste Runde. Ich glaube,